Well, I do have two grandchildren, but I'm not in charge of their education. Their parents are. Well, I last night at my lecture, I mentioned two narratives that I would recommend to teachers, and I would believe that they were good for my grandchildren. You want to say that? Herr Postman sagt, dass er zwar zwei Enkelkinder selber hat, aber die Eltern haben ihre Erziehung in der Hand. Gestern Abend hatte er zwei Erzählungen erwähnt oder über gesprochen, die er selbst hervorhebt, und er würde diese beiden gebrauchen. One of them, which I discussed last night, I called the spaceship Earth, the idea that we're all crew members of this spaceship we call the planet Earth, and that we have to develop a sense of responsibility and commitment to the Earth, and an understanding that all human beings are bound together in the same fate. And I think that would be a good story for my grandchildren to believe. How about that? Die erste Erzählung ist von der Raumrakete Erde. Raumschiff, okay. Raumschiff Erde, wo wir alle Betreuer sind von diesem Raumschiff. Wir steuern alle mit, und das regt eine Verantwortung und eine Verpflichtung für die Erde in allen an. Und dass wir alle als Menschen untereinander abhängig sind oder miteinander verbunden sind. There was another one that I think my granddaughters would give them some hope. I didn't mention this last night. I guess I thought it wasn't relevant to the audience, but I call it America as a Great Experiment. Maybe you should just say that. Eine zweite Erzählung, das gestern Abend nicht erwähnt wurde, ist Amerika als großes Experiment oder Versuch. That's the idea that America is not finished yet and will never be finished, and all we are trying to do is to answer interesting questions. For example, we tried to answer the question in the 18th century, can there be a coherent, unified culture made up of people from all over the world? We also tried to answer the question, is it possible to have a coherent, unified culture allowing the greatest possible political and religious freedom? Now we're trying to answer the question, is it possible to have a coherent, unified culture by subordinating all of our institutions to technology? It's an interesting question. And Americans are at the forefront in trying to answer this question. I just want to say one thing about it. Yesterday, Mr. Fritz, hosting me and others at a wonderful dinner, said to me that Austria was 10
or 15 years behind Americans in its commitment to technology. And he seemed to be sort of disappointed in this, as if there was sort of something wrong with you people. And I thought, this is excellent. This is just where you should be for this reason. You can look at people like me or other Americans and look across the Atlantic at what we've done to ourselves with technology. Then you would have choices to decide if this is what you want to do for yourselves. Some of it you might want to do, and some of it you might not want to do. So it's good that we're an experiment, because you can watch us make all the mistakes, do all the dopey things, and maybe some smart things, and then you can say, well, I've seen how the Americans have dealt with the new technologies, and here are the things we should avoid as we go ahead. So that's the nature of America. It's very experimental. And I'd like my granddaughters to think of the country that way, as an ongoing experiment, so that the rest of the world can learn how to behave sensibly by avoiding our mistakes. Isn't that a nice thing we're doing for you? You should give America a nice round of applause for that. Diesen Amerika als den großen Versuch. Das heißt, Amerika ist nicht vollendet, ist nicht fertig und wird es nie sein. Aber es kann immer versuchen, die Antworten zu finden zu interessanten Fragen. Und eine von diesen im 18., 19. Jahrhundert war, kann es eine vereinigte Kultur geben von verschiedenen Menschen, verschiedene Völkern? Können sie zusammengebracht werden? Eine andere Frage, das weiterführt, dann ist, kann es eine vereinigte Kultur geben, die den größten religiösen und politischen Freiheit hat? Kann man das unter einem Dach bringen? Jetzt in Amerika lebt die Frage, kann es eine vereinigte Kultur geben, wo die Institutionen untertan zur Technologie sind? Gestern Abend nach der Veranstaltung beim Abendessen hat der Fritz gesagt, so mit ein bisschen einem traurigen Überton, Unterton, okay, dass Österreich ja 10, 15 Jahren später ist als der USA mit der Technologie. Und er fand es ein bisschen traurig. Aber Herr Postman sagt, dass er findet das sehr gut, weil dadurch kann Österreich Amerika anschauen und sehen, was die Amerikaner sich antun mit der Technologie. Und dadurch, dass man das anschauen kann, hat man die Chance zu entscheiden. Man kann ja sehen, ob man Ja oder Nein sagt. Also es ist gut, dass Amerika diesen Versuch ist, wodurch alle Welt zuschauen kann und lernen kann, was man zu vermeiden hat. Es ist also eine fortwährende Versuch in der USA. I think of myself as a religious person. Maybe you should just say that, Jenny. So we'll start there.
Herr Postman denkt über sich selber als ein religiöser Mensch oder hat die Vorstellung von sich selber als religiöser Mensch zu sein. What I mean by that is that I am always aware of the fact that human beings, including myself, know so little about the universe and about its purpose, and know so little of the answers to the fundamental questions. Und das bedeutet, dass so wie alle Menschenwesen, so wenig wissen über den Weltenall und der Zweck oder den Sinn von Weltenall. One of the narratives that is important to me is the one I spoke of, excuse me, last night, called The Fallen Angel. And that is the story of human imperfections. My own view is that it is arrogance and not spiritual for someone who is sure that he or she knows that there is a God and knows what God wants us to do. I regard that as arrogance and dangerous. Die großen Erzählungen, dass Herr Postman wichtig sind, ist der von der gestürzte Engel, das gestern Abend erwähnt hat. Und dies ist die Geschichte von die unvollendete Menschenwesen, dass wir voll Fehlern sind, dass wir unvollendet sind. Und es ist hochmutig, wenn wir glauben, sicher zu wissen, dass es einen Gott gibt, von dem wir wissen, was haben möchte. Just to go back to what I said this morning about this century that's about to end and in which I've lived all my life, I think communism was essentially a religious system. And I think fascism was a religious system, and Nazism. They were religions and had all the characteristics of religious systems, including symbols and adored figures. And so this tells us, doesn't it, what can happen when people believe they have the ultimate truth. They know what is the right thing to do. It usually ends up either in a gulag somewhere or in a concentration camp. I mean, that's usually the result. So I've always been fearful, as I remarked earlier, of people who claim to be in the possession of absolute truth. Therefore, I don't think of them as being spiritual. If you know the absolute truth, what's spiritual about that? Spiritual, it seems to me, means that it is still a mystery and a wonder, and that you don't understand it, and yet you have faith in a sense anyway. Ja. Wenn wir dieses Jahrhundert anschauen, dann haben wir Kommunismus, Faschismus und Nazismus. Und die drei prägen sich wie religiöse Systeme aus. Die haben die Charakteristiken von solchen Systemen, inklusive die Symbolen und die verehrten Figuren oder Idolen. Und wenn man diesen dreien anschaut, dann können wir auch ein Bild haben von was geschieht bei solchen Systemen, die meinen, sie wüssten alles. Da kommt man im Gulag, im Konzentrationslager.
Und deshalb sagt Herr Postman, er hat eine Angst vor absolute Wahrheit. Er meint, es sei nicht geistig, sowas zu behaupten, man habe die absolute Wahrheit. Geistig sein ist, oder Geist wahrzunehmen, ist, dass man immer noch Geheimnisse und Wunder hat, aber trotzdem Glaube. The fallen part is that we are imperfect creatures and must live forever with imperfect understanding. The angel part is that we're capable of correcting our mistakes. And I brought this up last night as a theme for schooling, the study of human error and human mistakes, and our heroic and poignant efforts to correct our own mistakes. We're capable of that. It's a wonderful thing about us. And it's too bad that in most schools, children are always made ashamed if they're wrong, if they make a mistake. And they're punished, which is why they cheat so much, because they're afraid to be wrong. But suppose we had a schooling that said there was no shame in being wrong. We're all wrong, all the time. The history of our species is the history of our stupidity, our ignorance, our prejudice. But the angel part is that we're capable of overcoming error, provided we proceed without hubris, which is what the Greeks called it, or pride, which is what the Christians call it, or dogmatism, which is what the scientists call it. If we can proceed that way, I think we may be all right. Das Gestürzte ist das, was wir sind, also unvollendete Menschen, die eine unvollendete oder imperfekte Verständnis haben. Der Engel ist den Teil von uns oder bezieht sich auf die Fähigkeit, die wir als Menschen haben, dass wir unsere eigenen Fehler korrigieren können. Und dies ist an für sich eine Thematik für die Schule oder im Unterricht. Es ist ja, dass wir studieren die menschlichen Fehler und unsere Bemühungen, die zu korrigieren, das für die Schule haben. Und es ist sehr traurig, dass im Unterricht die Kinder gestraft werden für ihre Fehler, dass sie falsch sind, wenn sie Fehler machen. Stellen Sie sich vor, es wäre eine Schule oder ein Unterricht, wo es keinen Scham gäbe, wenn man einen Fehler gemacht hatte, dass dieses erhoben wurde. Wenn wir unsere Geschichte als Menschheit anschauen, dann ist es eine Geschichte von unseren Dummheiten an für sich, unseren Fehlern. Aber diesen Engelteil kann diesen Fehlern überwinden, und das ist das Schöne dabei. I would take kids out of the classroom and have them fix up their own community, plant trees, clean the streets, paint their school building. In other words, participate in the revitalization of their own community. Now, this school is on a quite beautiful street, so I don't know if you want to do too much with it. But where I come from, the buildings need painting, and the garbage needs to be picked up, and there are no trees, and there could be. And I don't see any reason
why 12, 13, and 14-year-old children should not be active participants in making their community better. The idea there is, if you want to make the world better, a good place to start is with your own neighborhood. So that's one thing I would have children do. I would take them out of the classroom and into the community. And that, I think, would be the beginning of a global consciousness. There are some, you say this just because there's something else I want to say on this. Eines wäre, die Kinder aus der Klassenzimmer rauszunehmen und sie zur Tätigkeit in der eigenen Gemeinschaft zu bringen, dass sie die eigene Gemeinschaft bessern oder daran arbeiten, mit Bäume pflanzen, die Gebäude sauber machen und so weiter. In den USA ist das sehr ein Bedarf, könnte man sagen. Die Gebäude brauchen gestrichen zu werden, also Verschönerung braucht man überall. Und für 12-, 13-Jährigen wäre es sehr gut, dass sie sowas tun oder unternehmen würden. Wenn wir die Welt als einen besseren Ort machen wollen, dann ist es am besten, wenn wir mit unserer eigenen Nachbarschaft anfangen, wenn wir im Kleineren anfangen. Aber das regt dann ein globales Bewusstsein an. There's one other thing I'll say, maybe Mr. Richter has a comment on this. I would require students to study 3 subjects that are not normally included in the high school curriculum: archaeology, astronomy, and anthropology. I think those 3 subjects have the capacity to help young people understand the continuities of the human condition. I mean, to have youngsters know something about the Sumerians and of what their lives were like is to help them see that we're all crew members on this spaceship Earth, but we proceeded to deal with our spaceship differently depending on when we lived and where we lived. So I think archaeology is a wonderful subject. It's usually not considered a basic subject, but I do. And I think the same can be said for astronomy. I think what subject can you think of that has a greater capacity to give you a sense of the spiritual, the awesomeness of life than studying astronomy? And of course, anthropology. So I would recommend to any school that was serious about trying to promote this vision in students, I would recommend those 3 subjects. Also Herr Postman sagte, er würde es zur Stundenplan zusätzlich noch 3 Fächer hintun, dass die Studenten studieren sollten. Also Archäologie, Astronomie und Anthropologie. Und die 3 Fächer als extra würden dann die jungen Menschen helfen, die Kontinuität der menschlichen Zustände zu verstehen. Dass es eine kontinuierliche Sache ist und nicht eine einmalige oder abgebrochene. Und dann würden sie besser verstehen, was das heißt, Mannschaft auf diesem Raumschiff Erde
zu sein, was das ist. Aber dass diese Mannschaft sein heißt, dass man arbeitet auf verschiedene Weise, je nachdem, in welche Zeiten man lebt. Und Astronomie, das gibt ja einen Sinn oder verhilft den jüngeren Menschen einen Sinn für das Geistige und eine Verehrung dafür, sich zu erwerben. Also diese drei würde er vorschlagen. Thank you. Also Archäologie, Astronomie und Anthropologie. Diese Vorschläge sind von ihm original. Ja? Obwohl er sie also nicht jetzt zum ersten Mal sagt, das kann man auch nachlesen bei ihm. Aber es sind seine originalen Vorschläge. 200 Jahre vor ihm hat jemand ähnliche Vorschläge gemacht und hat daraus ein Erziehungsmodell abgeleitet. Er sagt, das, was das Kind zu lernen hat, was es nicht aus seiner Anlage ursprünglich mitbringt und wozu es die Gesellschaft nicht automatisch erzieht, das ist die Ehrfurcht. Das, was wir leisten müssen in der Erziehung, ist ein Verhältnis zur Ehrfurcht zu entwickeln. Das kann ich auch sagen, es ist eine andere Form des Fragens oder eine Vorform des Fragens. Und was schlägt nun dieser Pädagoge vor? Der sagt, wir müssen Ehrfurcht entwickeln an einer Sache, die ähnlich ist wie Archäologie, nämlich Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist. Wir müssen Ehrfurcht entwickeln vor dem, was über uns ist, Astronomie. Wir müssen Ehrfurcht entwickeln vor dem, was uns gleich ist, Anthropologie. Und dieser Erziehungswissenschaftler von vor 200 Jahren war Goethe, der also in seiner Art einen Vorschlag gemacht hat, wie man zur bestimmten Zeit, nicht immer alles gleichzeitig, nicht ein Engineering des Fragens entwickelt, nicht eine Technik des Fragens, sondern einen inneren Sinn dem Fragen gibt. Zu welcher Zeit der Entwicklung fragt das Kind mehr nach Archäologie, nach der Ehrfurcht gegenüber dem, was unter uns ist? Zu welcher Zeit seiner Entwicklung fragt das Kind mehr nach dem, was über uns ist? Zu welcher Zeit mehr nach dem, was uns gleich ist? Und nun kann die Geschichte zum Beispiel, die Anthropologie, die Archäologie uns den Blick öffnen, interessanterweise, meine ich, wiederum für die Kinder, wenn ich das, was vom Menschen geschaffen ist, nicht abgesondert betrachte, sondern immer in Beziehung zum Menschen sehe, dann könnte ich unter Umständen entdecken, in der kindlichen Entwicklung sumerische Züge. Da vollzieht das Kind eine ähnliche Entwicklung. Ich muss es also nicht über Sumerer unterrichten, sondern es ist ein Teil davon. Und ich weiß, wie ich meine Geschichten aus einer sumerischen Tradition eigentlich erzählen muss. Zu einer anderen Zeit entwickelt das Kind ganz entschieden naturwissenschaftlich logisches Bedürfnis. Dann darf ich nicht Geschichten wie ein Sumerer dem Kind erzählen, sondern dann ist das Beispiel: Die Erde ist ein Globus, ein Ball, und der ist so und so konstruierbar, der ist bildbar. Ich kann das zum Beispiel durch das Mercator-Verfahren selbst herstellen. Ist das das Richtige? Also die Frage ist für mich, wie lerne ich aus der Geschichte oder wie verhilft mir die Geschichte auch zum Verständnis des Kindes? Ich kann es noch vorsichtiger formulieren als Frage: Hilft mir ein Betrachten der Geschichte, wenn ich mich einlassen kann
auf Geschichte, wenn ich mich einlassen kann auf Anthropologie, auf menschliche Entwicklung, dazu auch das Kind in seinem Werden, in seiner Fragestellung zu verstehen. Und dann wäre die nächste Frage, und darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, wenn ich vielleicht da ein Sensorium entwickeln kann, wie befähige ich mich dann, aber die entsprechende Geschichte zu gestalten? Denn das ist der erste Teil. Und die Gestaltungsfrage, meine ich, ist der zweite. Every individual in this room is constantly telling himself or herself a story about himself or herself. We are all creating our autobiography constantly. And I might add, if you're healthy, you are the central character in your autobiography. If you're not, if I'm just, I should be just a minor figure in the great story you've been telling yourself about yourself. If I'm a major figure, we'll probably have to take you to a mental institution. All right? Now tell him that. So. Jeder Einzelne, der hier im Raum sitzt, erzählt sich selber kontinuierlich eine Geschichte, die Geschichte von sich selbst über sich selbst. Oder erzählt sich selber die eigene Geschichte. Und diese immer so kontinuierliche Schöpfung der eigene Lebensgang, da ist es gesund, wenn wir den zentralen Charakter selber sind. Es ist ungesund, wenn das nicht so ist. Now, we tell each other our story to help give us a sense of identity and confidence and courage and so on. So each of us has a narrative about ourselves. But our culture also provides us with stories about what it means to be an Austrian. And for example, your religion provides you with stories about where you came from and what will happen to you when you die. There are stories all around at different levels: the psychological, the sociological, the national, and so on. And it's perfectly obvious to me that human beings cannot live, cannot find meaning unless they've got a story or two or three to tell themselves. By the way, one of the reasons I think science, inductive science, is not a very good narrative is that it doesn't answer two of the most fundamental questions that all great narratives provide. The first one is, where do I come from? Science's answer is probably by an accident. The second question is, how will it all end? And science's answer is probably by an accident. And here's the punchline, as we say. Many people find that the accidental life is not worth living. They need narratives that give better answers than that about, these are the questions Tobias will be the first to say. These are the wonderful questions that children ask almost as soon as they have language. How did I come to be? And what will happen to me at the end?
Human beings never stop asking that question in one form or another. In fact, at lunch, a group of us were addressing that question and having a lot of fun doing it. So that's the function of narratives. It's what keeps us alive and gives meaning. But there are rotten narratives. There are individually, a person can be telling himself a story that is self-destructive, that will be ruinous. That happens all the time. And those people, and I don't mean to be funny, those people end up in mental institutions because, in a way, they don't have a good story to tell themselves about themselves. But nations can also go to ruin. I mean, Hitler had an interesting story. The story of Aryan supremacy. And that story told about the history of the people and explained the present and even prophesied the future. The Third Reich would last for 1,000 years. And it lasted for exactly 12. And we might ask, what happened to that story? Well, it was a defective story for lots of reasons. And I think that the story that Lenin told was a defective story too, in many ways. And now not many people believe in it anymore. So this question of narrative is fundamental. I'm sure one of the wonderful things about the Steiner schools, or Waldorf schools, excuse me, is that they have a story to tell. All you have to do is listen to Tobias, one of their teachers, and you know right away, this is a man who has a story to tell children. This is a serious story about the spirit and about creativity. So that's a wonderful thing. I wrote my book because I guess I was addressing my fellow countrymen and women who were teachers and parents, and I'm saying, look, I don't know if those narratives I told you about are any good, but I meant to say we better get a story to tell our children. And it's got to be a better story than that we're going to take in to the 21st century cellular phones, high-definition television, and the information superhighway. That's all. The president here, oh, I just reminded myself of this. When President Clinton gave his State of the Union address, that he addresses all the citizens and Congress. Here's his goal for the 21st century. He said, my administration will be known as the Education Administration. He wants to be famous for that. Now, here is the goal, that every classroom in America by the 21st century will be wired for the internet. This is his goal. He didn't say this is a means to something. He said this is the goal. Well, one must conclude that he has no idea what education is for. His goal is to provide some technology in every classroom. And this is the president. And Clinton is not a stupid man by any means. So one would have to say, is America bereft of a story? Does it have nothing to tell its young people about what it means to be an American, about what there was worthwhile in our tradition,
about what it is we should strive for as a people? Is there no one who's got a nice story so 6 and 7 and 8-year-olds and 10 and 40 and 50-year-olds can say, yeah, that's good. I'm going to work for that. This will give me guidance, give me a sense of authority, of instruction. Unsere eigene Geschichte erzählen wir uns gegenseitig, damit wir unsere Identität wahrnehmen, dass wir unsere Selbstsicherheit stärken oder erzeugen. Das sind unsere eigenen großen Erzählungen. Aber eine Kultur hat ihre Erzählungen auch, Religion auch Erzählungen, die ja von Ursprung und Zukunft der Menschen sprechen. Es gibt verschiedene Schichten von Erzählungen und Menschen können ohne Erzählungen nicht leben. Naturwissenschaft hat keine guten Erzählungen, weil es 2 Fragen nicht beantwortet. Das erste, woher komme ich? Und das Antwort, das angeboten wird, ist vielleicht durch einen Zufall oder Zufall. Unfall auch, ja. Zufall, ja, in dem Sinn Accident. Und das Zweite ist, wie wird es zu Ende kommen? Höchstwahrscheinlich auch durch Zufall, Unfall, Zufall. Und viele finden, dass dieses zufällige Leben nicht wert ist zu leben, dass wir bessere Erzählungen brauchen. Und die Kinder fragen immer wieder diese existenzielle Fragen. Wo komme ich her? Wie wird es enden? Wo gehe ich hin? Diese 2 Fragen werden immer wieder von den Menschen gestellt, gleich welchen Alter. Und wir brauchen Erzählungen, die uns am Leben halten und Bedeutung für unsere Leben geben, wo wir unsere Leben danach ordnen können. Aber wir brauchen immer wieder gute Erzählungen zu erzählen. Wir können uns selber auch schlechte Erzählungen geben. Und die führen dann in die Irrenanstalten, wenn wir das tun. Es kann auch sein, dass die Nationen sich selber schlechte Erzählungen erzählen lassen. Zum Beispiel Hitler oder Lenin haben auch große Erzählungen gehabt, bloß keine gute. Und man kann sich fragen, wie ist es so gegangen? Es war halt fehlervolle Geschichten, die die beiden erzählt haben. Also Erzählungen sind etwas Grundlegendes. Und es ist eine Stärke der Waldorfschulen, dass sie Erzählungen haben. Wenn man Tobias Richter hört, da weiß man sofort, er hat eine ernste, gute Erzählung zu sagen, kundzugeben. Herr Postman hat seine Bücher geschrieben, um in seinem Land, wo die Erzählungen fehlen, diese Notwendigkeit für Erzählungen zu unterstreichen. Es muss ja solche Erzählungen geben, die besser sind dann diejenigen über die Informationstechnologie. Und wenn man bedenkt, dass der Ziel von dem Präsident Clinton ist, dass er seine Administration als eine erzieherische Administration gekannt wird im nächsten Jahrhundert. Und damit meint er, dass jede Klassenzimmer für dem Netz eingestellt ist, dass dies ein Ziel ist und kein Weg, nur Ziel. Dann muss man schließen oder kann man schließen, dass er keine Idee von Erziehung als solcher hat. Man kann die Frage stellen, ist der USA ohne Erzählung? Hat es die verloren? Hat es nichts zu erzählen oder zu sagen über dem Herkunft, dem Gegenwart und der Zukunft von der Menschen vom Land? Gibt es nichts, wo man
arbeiten kann oder kämpfen kann. Im Moment, sagte Herr Postman, der kann solche eine Erzählung nicht in der USA schauen oder sehen. Die Kinder sind, so wie ich sie erlebt habe, wie ich sie kenne, in der Lage, sich selbst Geschichten zu erzählen. Und gerade in dieser Zeit, die jetzt gefragt worden ist, so wenn ein kleines Kind heranwächst, gibt es eine Fülle von Geschichten, die sich ein Kind erzählt, wenn es zum Beispiel spielt. Und ich meine jetzt nicht, dass es mit Puppen spielt oder dass es im Sandkasten spielt, sondern es gibt die ganze Fülle der Kinderspiele, wie zum Beispiel Balancieren, wie zum Beispiel Seilhüpfen, wie zum Beispiel Topfschlagen oder ein sehr altes Spiel, es ist drüben, glaube ich, noch auf dem Schulhof aufgemalt, Himmel und Hölle oder Hinkekasten, je nach Lage wird es dann anders genannt, wo in diesem Spiel erspielt wird etwas, was mit dem Anfang und mit dem Ende zu tun hat, wie etwas beginnt und wie etwas endet. Und diese Art der Erfahrungen in Bezug auf Geschichten, die die Kinderspiele wohl alle dargestellt haben, haben dann, und da bin ich der Meinung, dass das auch heute noch geschehen kann, haben die Möglichkeit, wenn die Kinder sie erleben, dass im späteren Alter, im Erwachsenenalter, die Kinder unter Umständen in der Lage sind, durch die Veränderung, die der Inhalt der Geschichte durchgemacht hat, zu dem, was man im Balancieren körperlich erlebt hat, etwas später zu finden wie ein Gleichgewicht in seinem Leben, in seinen Verhältnissen zu viel und zu wenig, in dem, was man in Seilspringen erlebt hat, die Erfahrung von der Freude, der Leichtigkeit, wenn man nicht immer am Boden festklebt, sondern wenn man etwas riskiert, wenn man Fehler macht, wenn man wieder neu anfängt. Etwas von der Sicherheit und Hoffnung, die beim Topfschlagen erlebt wird. Irgendwo im Raum ist dieser Topf versteckt. Ich kann dorthin kommen, ich kann den finden. Oder eben bei diesem großen Kinderspiel Himmel und Hölle, ich weiß, ich ahne, ich weiß es nicht, aber ich ahne etwas, ich staune darüber, dass ich als Kind vielleicht eine Sicherheit noch hatte von dem davor und danach. Habe ich vergessen, aber etwas in diese Richtung mag es geben. Und nun ist meine Frage, können die Kinder heute sich diese Geschichten noch erzählen im Spielen oder müssen wir jetzt, wie Herr Postman das heute zu Beginn unserer Veranstaltung mit uns gemacht hat, oder müssen wir eine Methodik des Spielens entwickeln? Und dann geht es unter Umständen sehr schnell, wenn man dann nicht Acht gibt, wiederum in den Bereich des Engineering. Und das, was der ursprüngliche Sinn dieser Erzählung war, die ich erfahren kann durch das Tun, kann vielleicht verloren gehen. Weiß ich nicht. Also die Frage ist für mich, können wir oder können die Kinder heute noch in diese Ursprünglichkeit ihrer Erzählung kommen oder müssen wir helfen, etwas wieder zu dieser Ursprünglichkeit sie zu führen? Danke. In the 19th century, all cultures suffered from information scarcity. Not enough information. Say this, Jenny.
Die Frage war, wie führen wir Kinder zur Information? Und er wollte heute Morgen die Frage antworten, mit was ist Information? Und an für sich gibt es nicht jetzt genügend Zeit, aber in dem 19. Jahrhundert haben fast alle Kulturen darunter gelitten, dass sie zu wenige Information hatten. And beginning in the 1840s, with the invention of telegraphy and photography, humanity began to address this problem. And for 150 years, we've continued to address the problem, and we have solved it. Congratulations. We did a terrific job. The question was, how can we get more information to more people faster and in more diverse forms? We set out to solve that problem, and we did. Now, in solving it, we created another problem that no one had ever seen before, which was what I call information glut. You have this word? What? Sättigung. Yeah. Information. Nee. Nee, Gluttony is a. Yeah. Glatt ist Okay, I'll use another word. Ja. Too much information. Information incoherence. Information coming from every source, unasked for, in huge volumes, at great speed, with no meaning that we know of. So you could call it information glut, information incoherence, information overload, whatever. No one's ever faced this problem before. Information used to be a solution for people. Now it's become a problem. And the schools are almost completely uninterested in this problem. It's very rare to find even a single teacher, let alone a whole school, that is even aware that this is a problem that must be addressed. So you'll forgive me if I actually evaded your question, but when you asked it, it stirred in my mind this thought that the next great educational idea that we're going to have to come up with is how to help young people manage in a world of too much information, where information is just garbage and everyone's becoming information junkies, and information has become meaningless. Now, this is a serious problem, and I can tell you that so far as I know, no one really knows yet how to solve it. Maybe we'll have to go back to Steiner or Pestalozzi or John Dewey or some other great educators to see if we can get some insights into how this could be done. But it's got to be obvious to everyone, and for some reason it isn't to teachers, that we're being inundated. What is the word? Inundated? Is it? Yeah. Ja, im 1840, in diesen Jahren, da kam das Telegrafie und Fotografie und das fing an, diese Informationsmangel zu bessern. Und das ist so weitergegangen für den letzten 150 Jahren und wir haben dieses Problem gelöst
Wir kriegen mehr Informationen zu mehr Menschen in verschiedene Formen. Das geht schneller und schneller. Also das Problem ist gelöst und dabei haben wir ein neues gestellt. Das heißt, dass wir ein Übermaß an Informationen haben, dass wir übersättigt damit sind. Und dadurch ist die Bedeutung oder den Sinn in der Information runtergegangen. Vorher war Information als eine Lösung gesehen, jetzt ist es ein Problem geworden. Und in den Schulen gibt es wenige Interesse in diese Probleme. Wenige sind anscheinend bewusst, dass es eine Notwendigkeit ist, diese neue Problem jetzt zu lösen. Und es ist vielleicht der nächste große Schritt in der Erziehung, als Idee, wie man die jungen Menschen hilft, diesen Welt der zu vielen Informationen mit diesen Welt fertig zu werden. Es ist ein ernstes Problem und niemand bis jetzt hat eine Antwort. Aber wir brauchen Einsichten oder Hilfe, damit wir helfen können. Also Schlussworte sind das Fürchterlichste. Man kann sie eigentlich nur dann sagen oder sprechen, wenn man sie als Anfangsworte versteht. Als Lehrer, denke ich, haben wir eine Aufgabe. Ich relativiere das sofort. Ich als Lehrer sehe folgende Aufgabe für mich. Dass ich versuchen möchte, das Kind zu seiner eigenen Geschichte zu führen. Dass es seine eigene Geschichte findet. Und das ist, meine ich, eines der schönsten Tätigkeiten, aber zugleich, meine ich, auch eine der schwierigsten. Denn das Thema, zu dem wir hier zusammengekommen sind, das hat ja die Frage im Hintergrund, verschwindet die Erziehung, ist die Erziehung am Ende? Gerade durch die Fülle der Informationen, das macht deutlich, dass ich überhaupt nicht mehr sicher bin, dass ich die eigene Geschichte, meine eigene und die Geschichte des Kindes finde. Denn es sind so viel Fremdgeschichten darüber gelagert, dass ich da auf die Suche gehen muss. Wo bist du, Geschichte, die ich da entdecken möchte? Und als Lehrer, meine ich, kann oder hilft mir der Rat, den Rilke einem jungen Dichter gibt, der ziemlich ratlos ist in Bezug auf das, was er tut. Und Rilke gibt ihm keine Antwort, sondern er sagt, versuchen Sie, die Frage zu leben. Vielleicht leben Sie sich eines Tages in die Antwort hinein. Sagt nicht, die Frage zu erleben, sondern eine Frage leben heißt meiner Meinung nach, mit dieser Frage ernst machen, sie untersuchen, nichts an einem vorbeigehen lassen, was nicht wert wäre, beachtet zu werden. Die kleinste Handbewegung, die Haarfarbe, die Augenfarbe, die Art, wie das Kind spricht, wird interessant für mich, wenn ich eine Frage lösen möchte oder anders gewendet, wenn ich das Kind seiner eigenen Frage zuführen möchte. Und ich werde entdecken, dass ich geneigt bin, zumindest habe ich das bei mir immer entdeckt, das mag ganz sicher dann eine private Schwäche sein, dass ich alles, was mich bei dieser Untersuchung stört, aussortiere. Anscheinend habe ich ein Bild, nach dem ich da greife, und dann gibt es widersprüchliche Erscheinungen. Und immer wenn ich mich in Eingleisigkeiten hineinbegeben habe, habe ich erlebt, Bauchlandung gemacht. Ich muss also als Lehrer
lieben, das Antinomische einer Erscheinung zu entdecken und mit den Antinomien, die sich mir zeigen, muss ich versuchen zu spielen. Da gehört die Leichtigkeit, da gehört der Humor, da gehört die Freude dazu, weil in dem Spiel, in der Gegensätzlichkeit, in dem Erproben etwas sich ausspricht im Zwischenraum. Es ist nicht so und es ist nicht so. Ich habe heute zu Beginn von diesem Zwischenraum, den die Kinder erbitten, gesprochen. Da ist vielleicht dieses Besondere des Kindes, seine Geschichte zu entdecken. Bei einem Klassentreffen mit ehemaligen Schülern hatte ich die Frage gestellt, was war für euch das Wichtigste in eurer Schulzeit? Die wichtigste Geschichte. Und nun hat einer dieser Schüler mir erzählt, das, was ihn zu seiner eigenen Geschichte hingeführt hat. Das war überhaupt nichts von mir geplantes. Ich darf das jetzt kurz erzählen, weil es hier stattgefunden hat. Es war ein Montag und im Nachhausegehen gehe ich da drüben hinter der Kirche an dem Eibenbusch vorbei. Und in dem Eibenbusch liegt ein Ständer vom Sonntagskurier. Sie kennen diese Ständer. Und die Kasse ist aufgebrochen. Ich habe das gesehen und von diesem Relikt fühlte ich mich betroffen, angesprochen. Es war kein Grund, dass ich das auf mich bezog oder auf meine Schüler. Aber rätselhafterweise fiel mir zu dieser Situation, die ich da fand, Zeitungsständer, aufgebrochene Kasse, sofort ein Name ein. Konnte nicht sagen, warum. Ich ging ins Büro und habe den Schüler dieses Namens angerufen. Und als er meine Stimme am Telefon hörte, da sagte er, ja, ich habe schon drauf gewartet, ich kann Ihnen genau sagen, wie es war. Ich hatte keine Ahnung, dass er tatsächlich was damit zu tun hatte, aber merkwürdig sprach da etwas drauf an. Dieser Schüler hat mir viele Rätsel aufgegeben und ich habe fortwährend versucht, mich diesem Rätsel Mensch zu nähern. Jetzt ging aber die Geschichte weiter. Es waren noch andere beteiligt und wir gingen dann zu der Zentralvertriebsstelle vom Kurier, um das in Ordnung zu bringen. Das haben die einige Zeit gemacht, übers Wochenende solche Kassen aufgebrochen. Daraufhin sagte dieser Herr beim Kurier, ach, wissen Sie, das ist nicht so schlimm, das passiert immer, tun Sie sich da nichts an, das vergessen wir. Da sage ich, nein, das ist nicht ganz in Ordnung, daran sollte etwas doch Erziehliches entstehen. Und dann fiel dem nichts anderes ein, als zu sagen, diese Schüler sollen 5000 Mal schreiben, ich darf nicht stehlen. 5000 Mal. Versucht Sie mal, das zu machen. Und dann haben wir es gemeinsam gemacht, weil diese Erfahrung wollte ich auch machen. Was passiert, wenn ich schreibe 5000 Mal, ich soll nicht stehlen? Das ist eine spannende Sache, Sie sollten es auch mal versuchen. Was da für Emotionen plötzlich entstehen. Kurz und gut, warum erzähle ich die Geschichte? Und er sagte, diese Situation, dass Sie mitgegangen sind dorthin zum Kurier und dass Sie dasselbe gemacht haben wie wir, das hat mich dazu geführt, dass ich damals plötzlich spürte, ich möchte Krankenpfleger werden. Das hat sich modifiziert, ist verrückt, nicht wahr? Es hat sich modifiziert, er ist jetzt Unfallarzt geworden, dieser Schüler. Das ist seine Geschichte.
Das hat ihn zu seiner Geschichte hingeführt, weil er, ich habe das gar nicht so empfunden, es bemerkenswert fand, dass ich mitgegangen bin in einer Krankheitssituation. So hat er das empfunden. Dass ich ihn dann nicht allein gelassen habe, dass ich in der nächsten Krankheitssituation 5000 Mal schreiben, selbst versucht habe, zumindest diesen Genesungsprozess, so wie der gedacht war, durchzumachen. Und das ist keine besondere Geschichte. Ich meine, es ist der Versuch, das, was werden will, was unkonturiert ist, ernst zu nehmen und zu erleben, dass das, was dort werden will, in mir auch Fähigkeiten erzeugt. Und diese Fähigkeiten, das meine ich, ist das Paradoxon oder das Irrationale des Pädagogischen. Diese Fähigkeiten sind es, wie ich in diesem Fall erlebt habe, die dieses Kind zu seiner eigenen Geschichte geführt hat. Amen.